Das ist die neue Fatshark Dominator HDO2 FPV-Brille mit den neuen OLED-Bildschirmen, die wirklich groß und von einer Ecke zu der anderen Ecke gestochen scharf sind. In der Aufbewahrungsbox ist ein Mikrofasertuch, Akkubox für 2x18650 Lithium-Ionen-Akkus, die neue Fatshark HDO2 mit komplett neuen Optik und ein dickeres Stirnband aus Leder. Hier der komplette Lieferumfang. An den Bedienungselementen oben hat sich bei der Brille nichts geändert. Unten sind die Einstellungsräder für die Optik dazugekommen und der Lüfterschalter, den man auch als Stromschalter nutzen kann. Die Schieber sind wie bei der alten HDO für die Anpassung von Augenabstand mit IPD von 54 bis 74 mm. Und jetzt kommt das Beste, die Einstellung der Schärfe je Auge. Somit braucht man keine weitere Optik mehr, um die zwei Bildschirme an deine Augen anzupassen. Das funktioniert bestens. Wie man sieht, sind die Glaslinsen sehr rund. So kommt man schon öfters mit der Stirn oder den Augenbrauen an die Linsen und muss diese öfters mit dem Mikrofasertuch vom Fett und Schmutz reinigen. Unten an der Seite befindet sich der Schalter für das Empfangsmodul. Hier der Kopfhörereingang, zum Beispiel für die Monokopfhörer von den Piloten mit dem Schnurrbart. Das Aufnahmemodul hat sich nicht geändert. Hier passt weiterhin nur die 32 GB MicroSD-Karte rein. Und oben befindet sich der Schalter für die Videoaufnahme. In die Akkubox werden 2x18650 Akkus benötigt, wie hier die mit 3400 mAh. Achtet darauf, dass ihr die kurzen Akkus ohne Spannungsschutz kauft, sonst passen diese hier nicht rein, wie bei diesem geschützten NCR-Akku. Also einfach die ungeschützten NCR-Akkus NCR 18650B kaufen. Oben ist die praktische Akkufüllanzeige. Rechts befindet sich der Schacht für ein Empfangsmodul. Hier könnte man den günstigen Ishin Pro 58 Modul nehmen, aber wir wollen was Besseres. Also gibt es als Alternative den AKK-Modul, der genauso funktioniert wie das alte 2D-Modul, ist aber nicht updatefähig. Aber ich nehme lieber direkt ein Profi-Modul, hier das neue TBS Fusion, schön in schwarz und sitzt am besten an der HDO2-Brille in dem Schacht. Dazu kommen die guten TBS-Antennen, die eine Feldantenne mit dem Scharf und die runde omnidirektionale Antenne für den Rundumempfang. Ein Problem bei dem Fusion-Gehäuse ist, dass hier die runde Antenne nicht richtig festgeschraubt werden kann, weil der Deckel zu nah am Gewinde ist. Also muss ein 90-Grad-Adapter her, der leider etwas den Empfang dämpft. Akku ran und Strom an und schon geht das Modul an. Nehmen wir hier ein Beta-FPV Meteor Whoop zum Testen. Das Bild in der HDO2 ist gigantisch, mit der diagonalen Sichtweite von 46 Grad. Das ist deutlich mehr als bei der alten HDO. Das Bild ist gestochen scharf zu sehen, bis in die Ecken. Und das Bild ist so brillant, mit deutlich mehr Kontrast als bei der alten HDO. Eins, was mir nachteilig aufgefallen ist, dass ich jetzt um den Bildschirm einen hellen Ring von der Optik sehe. Ein weiteres gutes Empfangsmodul ist das RapidFire mit dem roten Deckel. Es ist eigentlich das Beste auf dem Markt. Da ist die Firmware von TBS Fusion noch nicht so gut wie bei RapidFire-Modul. Da gibt es schon mal bei einigen Kameras Probleme mit der Synchronisation bei dem TBS Fusion, was aber von TBS garantiert in den nächsten Updates behoben wird. Meine Lieblings-Immer-Drauf-Antennen sind die Luminaire Axi 2 Stubby-Antennen. Super klein, eine mit 90 Grad seitlichen Anschluss und eine normale. Die Antennen sind so gut, dass ich diese immer dran lasse. Bei dem RapidFire-Modul passen die Antennen gut drauf, nur der rote Deckel könnte etwas fester sitzen. Die Brille mit den Axi 2 Antennen passt wunderbar direkt in die Aufbewahrungsbox. Den Lüfter finde ich etwas lauter als bei der HDO-Brille. Vermutlich dreht er schneller. Gut finde ich den An- und Ausschalter für den Lüfter. Endlich ist kein weiteres Kabel mehr für den Lüfter nötig. Das Lederstirnband hat links und rechts zusätzlich zwei Schaumstoffkeileinsätze.
Diese Keile können bei Bedarf rausgenommen werden. Zusätzlich gibt es das dicke Lederstirnband, um hier für jeden den perfekten Tragekomfort zu garantieren. Bei mir sitzt das dicke Lederstirnband ohne den Keil einsetzen am besten. Um die Nase kommt bei mir etwas Licht durch, das stört mich aber nicht. Die TrueSC Singularity Stubby Antennen finde ich auch sehr gut, genauso gut wie die AXI 2 Antennen. Hier benötigt man aber einen 90-Grad-Adapter für eine der Antennen, um den Empfang senkrecht, also besser abzudecken. Diese Antennen kann man immer drauf lassen. Passende TrueSC-Antennen für den Quad sind die sehr robuste Matchsticks in kurzer oder langer Version, auch zu empfehlen. Dann gibt es noch die ORT-Shield-Antenne. Das sind eigentlich zwei Patch-Antennen, die jeweils 160 Grad geradeaus abdecken, in einem Winkel zueinander angeordnet. Diese Antenne kann immer an der Brille dran bleiben und wird vorne an der Fahrtschak aufgeklebt. Zu beachten ist, dass so eine Patch-Antenne nur vor dem Kopf sehr guten Empfang hat. Also sollte man mit einem Quad immer vor dem Kopf fliegen und nicht dahinter. Und die Ortsschild-Antenne passt wunderbar in die Aufbewahrungsbox. Und hier noch eine der besten Antennen, die Crosshair Extreme, die besser ist als jede normale flache Patch-Antenne. Die flachen Patch-Antennen, wie hier die Man-Ace Pico, haben meistens ein oder zwei Empfangsflächen. Die Crosshair-Antenne ist sehr kompakt, bietet größere Reichweite und Signalqualität und ist vergleichbar mit der Helical-Spiralantenne mit 9 Drehungen, die, wie man sieht, viel größer ist. Die Crosshair-Antenne wurde von IB Crazy entwickelt. Innen ist ein Kreuz aus 6 Drähten angeordnet. Die Luminaire AXI 2 Antenne mit dem langen 90° Anschluss ist sehr gut, weil diese über meinen Kopf hochrankt und so mein Kopf den Empfang hinten nicht behindert. Kurz zusammengefasst, die omnidirektionale Antenne kann man jeden Tag benutzen, wenn man nicht weit wegfliegt. Die No-Patch-Antennen, wenn man eine gute Reichweite für zum Beispiel Long-Range-Fliegen haben möchte. Mit einer guten Omni- und einer Patch-Antenne bekommt ihr ausreichenden Rundumempfang und guten Empfang nach vorne. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck von der HDO2 und einen besseren Überblick über die vielen Antennen bekommen.